Ich befinde mich mit meinem Motorrad wieder in England, habe Nordengland, Schottland, Nordirland, einen Teil der Republik Irland und auch noch einen Zipfel von Wales besucht. Etwa 40 Jahre nach meiner letzten Tour durch Großbritannien, welches heute Vereinigtes Königreich heißt. Mittlerweile auf 72 Jahre gealtert und alleine, aber immerhin, ich habe es geschafft. Ich konnte tagsüber im Freien sein, die Nächte jedoch in festen Quartieren verbringen. Und mein nun auch schon 30 Jahre altes TÜV tuckerte mit mir zuverlässig durch grandiose Landschaften. Ich fahre heute von einem Landgasthaus in Shirton in der Severn-Mündung als kleine Belohnung noch einmal nach Cornwall. Nun ist es bewölkt, aber trocken. Ich nehme regelmäßig kleinere Straßen, freue mich über die wechselhafte Küste und auch das üppige Grün, welches mir allerdings oft den Blick auf die Landschaft versperrt. Das war eine Aktion eben bei der Umleitung. Die Durchgangsstraße, ich bin hier im Exmoor Nationalpark, war gesperrt und das war mir aber nicht klar, wo das gesperrt war und ob das gesperrt war. Und dann habe ich aber parallel einen Wirtschaftsweg gesehen und ein Auto war dahin auch verschwunden und dann hat es mir Mut gemacht, gesagt, ja, dann fahre ich lieber da entlang, anstatt hier zig Kilometer wieder zurück und eine ganz andere Route zu fahren. Aber ich habe das unterschätzt. Das ging steil bergab und steil bergauf und eng. Und die Strecke war zwar geteert, aber oft mit Schmutz und Split und so weiter. Aber ich habe es geschafft, bin wieder auf derselben Strecke und kann hier weiterfahren.
Ganz im Norden Cornwalls liegt Tintagel Castle, angeblich eine Burg des sagenumwobenen König Artus. Hier war ich auch vor langer Zeit mit dem Motorrad. Die Halbinsel mit der Burgruine besuche ich nicht, weil der Eintritt mir viel zu teuer ist. Und ich auch schon einmal vor langer Zeit mit dem Motorrad hier gewesen. Interessante Fußwege hier. Guckt euch das tolle. Jetzt kann ich natürlich weiterfahren bis Land's End, dem Südwestzipfel von Cornwall.
Auch hier geht es nicht mehr weiter. Land's End. Das Ende von Cornwall, Richtung Westen. Bei diesem fantastischen Wetter kann ich natürlich weiterfahren, nach Osten an der Südküste Englands entlang. Um zum Beispiel zum St. Michael Mount, einer spektakulären Insel, sozusagen dem Gegenstück zum an der gegenüberliegenden französischen Küste befindlichen und bekannten französischen Mont Saint-Michel zu gelangen. Beide Inseln kann man bei Ebbe zu Fuß erreichen. Doch im Moment ist leider Flut. Falmouth Station, einer kleinen Hafenstadt im Süden Cornwalls und einem sehr milden Klima, wo ich wenigstens auch nochmal einen Park besuchen würde. Glendergan Gardens, einer von mehreren Schluchtenparks an der kornischen Küste, die dank des Golfstroms eine subtropische Vegetation ermöglicht. Vor 200 Jahren wurde er von einem wohlhabenden englischen Reeder angelegt. Vor 60 Jahren wurde er aus Kostengründen an eine Stiftung übereignet und dadurch auch der Öffentlichkeit zugänglich.
Er zieht sich durch eine enge Schlucht hinunter bis zur Mündung des Halford Rivers in den Ärmelkanal. Wie überall an der vom Golfstrom umspülten Küste ist die Vegetation recht mediterran, da die Winter recht milde und fast ohne Frost sind. I really want a nice photo. Oh, we managed to do You managed to do it, well done. They never take nice photos anyway. It's quite difficult to get everyone stationed.